Du hast bestimmt schon mal an eine Bekannte gedacht, die dann plötzlich in den nächsten Sekunden oder auch den nächsten Minuten angerufen hat. Und oftmals geht mit diesem Event ein Gefühl der Bedeutsamkeit einher. Das heißt, du glaubst oder du denkst, du fühlst, dass dieses Ereignis etwas Besonderes darstellt. Es ist ja auch nicht allzu wahrscheinlich, das kommt dann dazu. Es ist völlig akausal und es gibt keine wissenschaftliche Kausalität zwischen diesen beiden Dingen. Es ist einfach so passiert und für einen Zufall fühlt es sich eigentlich ein wenig merkwürdig an und eben zu wenig zufällig. Und letztlich ist es ja ein inneres und ein äußeres Ereignis, was jeweils zusammenkommt. Willkommen im Reich der Synchronizitäten. Das ist ein außerordentlich interessantes Phänomen. Entdeckt worden ist es das erste Mal von Carl Gustav Jung, einem ganz bekannten Schweizer Psychiater. Und der Punkt war der ausschlaggebende oder der Grund, warum er das gefunden hat, war, er hatte eine Patientin, die kam regelmäßig zu ihm in Behandlung, aber die Behandlung sprach nicht so wirklich an. Eines Tages war sie wieder da, das war so auch ein ganz wichtiger Event. Und sie erzählte ihm von einem Traum, den sie gehabt hat. Ein Traum, dass ihr jemand einen goldenen Skarabäus schenkte. Und just in diesem Moment, wo sie diesen Traum erzählte, klopfte es so leicht ans Fenster. Jung stand auf und schaute nach, was draußen los war. Er machte das Fenster auf und dann flog so ein ziemlich dickes, riesiges Insekt in seine Praxis. Er fing das sogar im Flug und hat es sich angeschaut und zeigte es seiner Patientin. Denn dieses Insekt war der gemeine Rosenkäfer und dieser Rosenkäfer kam dem goldenen Skarabäus, von dem sie geträumt hatte, sehr, sehr nah. Den goldenen Skarabäus gibt es nicht in der Schweiz oder hier in unseren Breiten, aber eben diesen Rosenkäfer und der sieht sehr ähnlich aus. Die Patientin war sehr verblüfft, Jung war auch verblüfft und die Patientin hat plötzlich auch angefangen zu weinen, weil sie so gerührt war von dem, was da passiert ist und gesehen hat, dass ihr Traum offensichtlich auch in die Außenwelt gewirkt hat oder dass die Außenwelt eine Antwort gegeben hat auf ihren Traum. Seit dem Zeitpunkt lief ihre Behandlung dann besser ab und sie sprach besser auf die Behandlungsversuche von Jung an. Das war so der Punkt, der Grundstein der Synchronizitäten. Jung hat das dann ausformuliert und hat eben Synchronizitäten dann als nicht kausalen Zusammenhang zwischen Innen und Außen definiert. Also quasi eine Spiegelung zwischen dem, was innen passiert, zwischen meiner Psyche, meinen Gedanken, meinen Gefühlen und der Realität außen, also dem, was um mich herum passiert. Aber die Frage ist, woher kommen denn diese Synchronizitäten überhaupt? Was erzeugt sie? Rein psychologisch gesehen wird oftmals gesagt, das ist so diese Mustererkennung bei uns im Gehirn. Unser Gehirn ist ja sicherlich ein Meister darin, Muster zu erkennen. Das ist auch notwendig und war im Laufe der Evolution sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn unsere Vorfahren damals durch den Urwald streiften, dann war es natürlich schon gut zu erkennen, wer ist Freund, wer ist Feind, was ist ein wildes Tier, das mir vielleicht an den Kragen will und was ist vielleicht ein Tier, das ich vielleicht jagen kann. Die Mustererkennung hat sich dann im Laufe der Evolution sehr, sehr stark verfeinert und deshalb sehen wir ja auch heutzutage noch überall, wo wir stehen und gehen, können wir Gesichter erkennen. Das ist etwas, was in unserem Gehirn sehr, sehr stark verankert ist. Selbst dieser Smiley besteht aus 2 Punkten, einem Kreis und unten noch ein Mund und den erkennen wir als menschliches Gesicht. Da ist die Mustererkennung natürlich sehr, sehr stark. Und wer mal nachts durch einen dunklen Wald gelaufen ist, vielleicht mit einer kleinen funzeligen Taschenlampe in der Hand, wird sich wahrscheinlich noch sehr genau daran erinnern, dass er überall irgendwelche Gestalten und Figuren gesehen hat, in irgendwelchen Ästen, die rumlagen und Baumstämmen, die rumlagen und so weiter. Das macht Sinn, denn lieber einmal zu viel Angst gehabt und weggelaufen, als einmal zu wenig und dann vielleicht das Opfer von einem wilden Raubtier geworden. Aber die Frage ist, reicht das aus? Können wir diese Mustererkennung unseres Gehirns für diese Synchronizitäten verantwortlich machen? Und da denke ich, nein, die Synchronizitäten gehen darüber hinaus, was die Mustererkennung hergibt und was die Wahrscheinlichkeit hergibt. Denn ich kann ja nur darin Muster erkennen, letztlich in Dingen, die erstmal auch mit meinen Gedanken
zu tun haben und damit zusammenhängen, wenn ich denn die Mustererkennung allein nicht dafür verantwortlich machen wollte. Und B, müssen natürlich diese Dinge auch erstmal passieren. Und wenn die eben so selten sind, dann spricht da einiges dagegen, dass es sich einfach nur um Zufälle handelt, die dort passieren. Und natürlich kann man sich auch die Frage stellen, gibt es Zufälle überhaupt in unserem Leben? Was gibt es denn überhaupt für Synchronizitäten? Einmal das Zusammentreffen zwischen Personen, telefonisch, aber auch live. Dann natürlich auch diese Zahlen, allen voran die 11:11 Uhr, die sehr, sehr viele Leute, sehr, sehr viele von uns sehen. Aber auch andere, ich erzähle da nachher noch ein bisschen was dazu aus meiner Erfahrung. Und dann natürlich auch berufliche Zusammenhänge. Das heißt, ich möchte mich vielleicht selbstständig machen und denke an verschiedene Möglichkeiten, meine Selbstständigkeit zu verwirklichen. Und plötzlich fange ich an, Menschen zu treffen, die mir Unterstützung geben können in dem, was ich tun möchte. Und ich treffe vielleicht sogar jemanden, der mir eine Kooperation anbietet, eine Zusammenarbeit mit ihm und der hat vielleicht die gleiche Idee wie ich. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Arten von Synchronizitäten, wobei momentan heute die Zahlen natürlich die bekanntesten sind. Und wer möchte, kann zum Beispiel, wenn er die 11:11 Uhr sieht, auch mal nachgoogeln, was das heißt. Es gibt sehr viele Erklärungsmöglichkeiten, sage ich mal. Und aber auch für alle anderen Zahlen. Du kannst jetzt hier und jetzt auf die Uhr schauen und sagen, okay, du gibst die Ziffern, die auf deiner Uhr stehen, ein und suchst es bei Google und du wirst irgendeine Erklärung finden. Man muss aber nur ein bisschen aufpassen dabei, weil das muss nicht unbedingt stimmen. Und ich persönlich denke, dass diese Zahlen und die Synchronizitäten, die Zahlensynchronizitäten eine persönliche Sache sind. Letztlich ist ja dann eine Synchronizität eine Verbindung zwischen Psyche und Materie. Das heißt, es gibt da Zusammenhänge zwischen Psyche und Materie und das eine beeinflusst das andere. In dem Fall wohl die Psyche beeinflusst die Materie, was ja eigentlich eine gute Sache ist, weil das ja auch in Richtung unserer Manifestationen geht. Was also passiert, ist eine Spiegelung zwischen Innen und Außen, zwischen meinem inneren Zustand und dem, was ich dann außen zurückgespiegelt bekomme. Und dadurch kann ich natürlich die Synchronizität auch als eine Vorstufe einer Manifestation sehen. Ja, ich hatte es vorher schon angedeutet, wie kam ich denn darauf, auf diese Zahlen und auf die Synchronizitäten? Das fing an, da war ich in den 20ern, ist schon eine ganze Weile her. Und da hatte ich mir eine Digitaluhr gekauft mit so schönen Leuchtziffern, grün war das, glaube ich. Und ja, da ist mir dann aufgefallen, dass ich sehr, sehr oft die Endziffer 7 gesehen habe auf der Uhr. Also 7, 17, 27. Und das wurde so viel, dass ich mir irgendwann ausgerechnet habe, wie oft muss ich eigentlich auf die Uhr schauen, um die Zahl 7 so häufig zu sehen. Und ich habe dann natürlich festgestellt, die Zahl 7 gibt es auf der Uhr 6 Mal. Also 7, 17, 27 und so weiter. Und die Stunde hat 60 Minuten, also kann man sich ausrechnen, halt ein Zehntel ist dieser Quotient, also müsste ich 10 Mal auf die Uhr schauen, um die 7 Mal zu sehen, ungefähr im Schnitt. Und das kam mir dann doch ein wenig merkwürdig vor, weil ich habe die Zahl häufiger gesehen, die 7. Dazu kamen dann noch andere Dinge, so Ereignisse, die mir dann auch erst im Nachhinein aufgefallen sind. Zum Beispiel, als ich irgendwelche alten Unterlagen, die ich von früher noch hatte, mal endlich in den zugehörigen Ordner einbringen wollte. Da ist mir aufgefallen, dass sehr, sehr oft am 22. eines Monats ein recht bedeutender Event für mich stattgefunden hat. Also nicht jeden 22., aber wenn was war, dann war es sehr häufig am 22. Auch das hat sich mit der Rechnung, die ich dann aufgemacht habe, nicht vereinbaren lassen. Also mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn es reiner Zufall gewesen wäre. Also ich habe das damals und ich halte es heute noch nicht für Zufall, sondern eben für eine echte Synchronizität, die eben über das rein Zufällige meiner Meinung nach hinausgeht. Ja, ein wichtiger Punkt ist, wir wollen ja auch was damit anfangen. Die rein theoretische Erkenntnis über Synchronizitäten ist sicherlich auch sehr interessant, auch alleine sehr interessant, aber wenn ich es nutzen kann, ist es ja noch viel toller. Das Erste, wozu Synchronizitäten führen können und meiner Meinung nach auch sollten, ist eine erhöhte Achtsamkeit. Das ist heutzutage so ein bisschen so ein Modewort geworden, aber es ist was dran und Achtsamkeit ist da sehr wichtig. Wenn ich wenn ich eine Synchronizität wahrnehme, egal ob das eine Zahl ist, die für mich eine Bedeutung hat oder auch ein Zusammentreffen mit anderen Menschen oder ein sonstiges Ereignis, dann kann ich mir die Frage stellen, was habe ich in dem Moment gerade gedacht?
spiegelt das, was jetzt passiert, spiegelt das in irgendeiner Form mein Inneres wider? Kann mir das, was ich jetzt gedacht habe, parallel zu der Synchronizität, die ich jetzt wahrgenommen habe, etwas für mein weiteres Leben sagen? Und wenn ich das praktiziere, sehe ich auch plötzlich häufiger Synchronizitäten. Und ich kann auf diese Weise hilfreiche Botschaften des Lebens erkennen. Was auch hilfreich sein kann, ist, wenn ich ein Synchronizitäten-Tagebuch führe. Das heißt, wenn ich mir aufschreibe, welche Synchronizitäten ich gesehen habe und was ich zu dem Zeitpunkt dabei gedacht habe und was diese Synchronizität, die ich gesehen habe, für mich für eine Bedeutung hat, für mich eine ganz persönliche Bedeutung. Ich kann natürlich auf Google nachschauen, ich schaue auf die Uhr und sehe da irgendeine Zahl und ich kann nachschauen, was da steht, und manchmal ist das auch hilfreich, aber oftmals sind Synchronizitäten ja persönliche Dinge, persönliche Botschaften, und da ist es meiner Meinung nach hilfreicher, wenn ich mir die von mir gefühlte und von mir gedachte Bedeutung notiere und das Ganze dann nach einiger Zeit mal wieder durchlese. Und dann kann ich auch das Gehirn nutzen oder diese tolle Eigenschaft meines Gehirns, nämlich Muster zu erkennen, weil dann sehe ich vielleicht auch in dem, was ich aufgeschrieben habe, sich Muster entfalten, die mir dann auch weitere Hinweise geben, wie ich mein weiteres Leben angehen kann. In den Events, die ich vorhin genannt habe, habe ich nach einiger Zeit mit Beschäftigung mit diesen Synchronizitäten sie eigentlich zuerst so als Wegweiser gesehen, als Wegweiser auf meinem Weg durchs Leben, die mir manchmal vielleicht Hinweise geben konnten, aber manchmal waren es einfach nur so, ja, wie so Straßenlaternen, ne, die mir nachts einfach nur Licht spenden oder mir zeigen, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Aber Achtung, wenn ich glaube, dass Synchronizitäten Zeichen von außen sind, vom Universum oder auch von anderen Instanzen, von meinem höheren Selbst, dann hat das natürlich unmittelbare Auswirkungen auch. Also wenn ich glaube, dass die Synchronizitäten nicht von mir selbst verursacht worden sind, sondern von etwas außerhalb meiner selbst, dann hat das natürlich auch unmittelbar Einfluss auf die Art, wie ich meine Manifestationen sehen muss. Dazu komme ich in einem späteren Video mal. Das würde jetzt hier zu weit führen, ist aber ein sehr, sehr interessantes Thema. Zusammengefasst sind also Synchronizitäten das Bindeglied zwischen Innen und Außen, also meinem Inneren, meiner Psyche, dem, was ich denke, fühle, und der Außenwelt, die entsprechend darauf reagiert und mir das, was ich gedacht habe, gefühlt habe oder was ich denke und fühle, wieder zurückspiegelt und wieder zurückwirft. Die wichtigste Botschaft hier ist natürlich: Nutze Synchronizitäten, um deine Entscheidungen zu verbessern, dich mit mehr Orientierung auszustatten und um in deinem Leben mehr Klarheit zu erlangen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.